Das Kluth 104 befindet sich auf einem alten Werksgelände. Das waren die Kluth Gummiwerke AG. Hier wurde quasi Industriegeschichte geschrieben in Deutschland. Hier wurde Gummi produziert. Bis 2005 wurden hier noch Fließbänder hergestellt. Hinter dieser historischen Fassade gibt es einen Komplex, der mit maximaler Freiheit von uns geplant wurde. Das ist der Kerngedanke. Wenn wir diese Abregelung haben, wo können wir Offenheit herstellen, mehr Zugänglichkeit und Flexibilität? Die Flexibilität wird vor allen Dingen ermöglicht dadurch, dass wir einen Galeriegang haben, wo jede einzelne Mietfläche quasi erschlossen werden kann, wo sie erreicht werden kann. Das Spannungsfeld zwischen dem alten, geschlossenen und dem neuen, offenen und auch nutzungsoffenen ist der Kerngedanke des Entwurfs. Zusammen mit der Denkmalpflege haben wir ziemlich genau aufgemessen, was wir vorgefunden haben. Die Fassade, auch die Fensterleibungen und die Fensterprofile, die es gab. Das Ziel insgesamt war eine größtmögliche Annäherung an den Originalzustand im Hinblick auf Teilung, Farbe und Maßstäblichkeit. Das war ganz wichtig für uns und auch für das Denkmalamt, um dies eine Teil historisch so genau wie möglich zu rekonstruieren, damit das andere so frei wie möglich sein kann. Diese größtmögliche Annäherung an den Originalzustand hat viele Herausforderungen. Das ist die Profilhöhe zum Beispiel oder auch die Gesamtausprägung des Profils, dass es auch die Gläser aufnehmen kann, die wir heute brauchen. Oder dass Einbruchschutz gewährleistet ist. Also es gab viele Faktoren, die wir berücksichtigen mussten. Und für uns als Gestalterinnen ist natürlich die Dimensionierung super entscheidend. Wir hatten mit diesem Gebäude von Anfang an hohe Ansprüche mit der Nachhaltigkeit und haben DGNB Gold angestrebt. Zertifiziert wurde es dann mit DGNB Platin, was natürlich super ist, wenn man eine vorhandene Fassade verwendet und das trotzdem erreicht. Und die Summe dieser vielfältigen Anforderungen führte quasi zwangsläufig zu Forster Unico XS. Das kann am meisten und sieht am originalsten dabei aus. Also wir fanden das eine ganz großartige Zusammenarbeit.